Es ist doch schön, wieder hier zu sein. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Engage. Heute ist das Story-Erweiterungspaket rausgekommen. Das heißt, wir können eine, ich will nicht sagen alternative Story erleben, aber vielleicht ist eine zusätzliche Story eher das Wort, was ich anwenden möchte. Müssen wir kurz zum Brunnen rennen. Und von da starten wir nämlich. Gott, ich war seit Ewigkeit nicht mehr hier. Oh, hello, Divine One. Guten Tag. Ich muss hier mal kurz durch. Man sagte mir, hier am Brunnen gäbe es was für mich. Divine One, we have been getting reports lately of a strange presence coming from this well. I have not been able to find anything unusual about it, but perhaps you should investigate. Wieso ich? Ich dachte, dafür haben wir Leute. Die Dämonenwelt. Du kannst die Dämonenwelt über den alten Brunnen betreten. Diese musst du jedoch nicht in einem Stück durchspielen, sondern kannst zwischen den Kapiteln zur Welt der Hauptstory zurückkehren. Zudem verfügt die Dämonenwelt über einen vom Hauptspiel unabhängigen Schwierigkeitsgrad. Oh, cool. Zur Dämonenwelt. Dann wollen wir mal sehen, was uns erwartet. Dämonenwelt 1. Fremde Drachen. Faced one way, 1,000 years separation. The other way, 100 years regret. Pray, dream of my sorrow. Pray, dispel the darkness from this world. The only light here is in memory, and the hope you instilled flickers. Alas, I know the truth. In this world, there is no salvation. In this world, there is no you. Where am I? This isn't the Somniel. Who are you? No, it is no matter. My name lost its meaning long ago. But I have this strange feeling. As if the two of us have met somewhere. We have never met before. Not in any way you would understand. I'm speaking to you from across a mirror. You are my reflection, and my land's last hope. Please, I need your assistance. Will you save those who are important to me? Of course. I'll help however I can. Really? You accept my plea without hearing what it entails? I suppose I feel like helping you might ease some of my own anxieties. Almost as if this is a chance to get back something that I lost a long time ago. In short, yes. I'm here for you. I'm glad to hear you say so. I was afraid you would refuse, since I'm unable to explain all the details. Suffice to say that the land I speak of is threatened by a foe with a wicked heart. The only hope for my people is for you to collect the 7 bracelets. Bracelets? In my world, emblems dwell inside bracelets. You will need them in order to succeed. Now, I will transport you there. Those you encounter after arriving will guide you. Will you and I meet again? We will not. Nor have we ever met. Not even in this very moment. You speak so cryptically. Still, I get the feeling I will see you again. Be off now. I thank you, and wish you good fortune in the battles ahead. Goodbye, my fellow Divine Dragon. My twin from another world. On your journey, I hope you feel joy, suffering, sorrow, and love. Because I will feel nothing anymore. I will never awaken again. Oh, das finde ich aber cool, dass man von seinem jeweils gegenteiligen Geschlecht eingeführt wird. So bright. Sister, it worked! Our prayers are answered! After all these long years, Ich at habe ein last our Déjà-vu. savior has come. You. Is that? Where am I?
You are in Lethos Castle. We have long awaited your arrival. Thank you for answering our prayers. I am Nell, one of the dragons who resides here. And I am Nil, her twin brother. It's nice to meet you, Nell. And you, Nil. I'm the Divine Dragon. So you are the Divine Dragon. Fate has made a cruel and mysterious choice. It is such a joy to see you reborn. Reborn? What does that... The Divine Dragon is deceased. You fell in the last war. Our world has been consumed by darkness in the time since. We have long prayed for a savior to aid us, and your appearance seems to be our answer. It is unfortunate. I would have preferred never to see you again. Na Nell? danke. But we are in desperate need of aid, and we do not have the luxury of choice. I will speak no more of it. Please follow me. I'm so sorry, Divine One. She is rather more upset by this than I would have expected. She and the Divine Dragon have a somewhat complicated history. Aha, erzähl mir mehr. Ich bin ganz ohr für sowas. This is the Bracelet Vault. Here, our emblem bracelets are kept secure. I see. Upon that pedestal lies the bracelet of the Shepherd Exalt. It is the sole bracelet in our possession. The emblems within it are safely in slumber. There are 7 bracelets in total. We lost the other 6 in the war with Sombron. So, he exists in your world as well. I will explain from the beginning. The first dragons were born millennia ago, and from them came the divine and fell dragons. For a time, there was peace, until the fell dragons turned to conquest and destruction. With the world under threat, the divine dragons and the people prayed for salvation. And that salvation came in the form of beings from other worlds known as emblems. The emblems were manifestations of those ardent prayers for peace. My sister and I were performing that ancient rite when you arrived. We thought a new emblem would appear to save us. Naja, technisch gesehen sind wir And ja you got eins. me. Yes, it was quite the shock. I'm still a bit beside myself. The emblems brought an end to the fighting, but only temporarily. 1,000 years ago, Sombron sought to exploit the emblems for his own ambitions. We experienced that war firsthand. It was awful. The entire continent became a battlefield. The dragons and the royal families fought over the emblems until all sides were exhausted. But as we stood upon the brink of annihilation, the Divine Dragons won a key victory. Lumera, the Divine Dragon Monarch, imprisoned fell dragon Sombron, at the cost of her life. My mother died 1,000 years ago? Oh, wow. Her sacrifice bestowed peace upon the people even as they mourned her passing. But it was her successor who healed the wounded land and returned it to prosperity. Her successor? You mean the next Divine Dragon Monarch? Yes. You. Also The wahrscheinlich Divine unsere Dragon männliche Monarch Variante. after Lumera was her own begotten child. So I took the throne after she died. This is so different from the history of my world. You are a wonderful ruler. Under your reign, it seems like the world would be at peace for the rest of time. But it was not to be. Sombron eventually returned, and another war began. Whosoever gathers all 7 of the awakened emblems will be granted immense power. Sombron intended to use that power to exact revenge. and Aber restore sind the das nicht die Fell Dragon's Embleme, die honor. wir gesammelt To haben in den achieve that DLC-Inhalten? end, he was willing to set the whole world ablaze. And I take it I lost this war. No, not exactly. You and Sombron, each slew the other. On the night of the decisive clash, you and he perished at the same moment. So the Fell Dragon is already gone? Then who is it that's putting your world in danger now? An unknown malefactor is attempting to fulfill the late Sombron's ambitions. They come and go without a trace. We know nothing of their whereabouts or appearance. All we know for sure is that, like Sombron, this individual wants to collect the 7 bracelets. In fact,
We believe they already have two. One in Lethos Castle, two in enemy hands. Where are the other Okay, four? es scheint doch andere zu Each sein. of the 4 nations of Elios possesses one. They once fought under a single banner, but that changed drastically after your death. Aber Now, es scheint with trotzdem nothing to dieselben zu unite sein. them, Zumindest the von den little Charakteren ones, her. the humans, bicker among themselves. Thus far, they have kept one another in check. But war could break out at any moment. I don't know if the Divine Dragon's army was ever truly united. I saw them argue, in this very castle, about which nation was to blame for your death. Which is absurd, of course. It was no one's fault. Now that our savior has arrived, it is imperative we reclaim the bracelets. The conflict we have avoided for years will soon be inevitable. You may need to cross blades with people who resemble your own friends and allies. I understand. I'll brace myself for that possibility. So, you're both divine dragons like me? What gave you that impression? You said you were dragons and you live in Lethos Castle, so I just assumed. Ja, die sehen mir aus, Your als wenn sie mit Sephir assumption is verwandt. incorrect. What she means, Divine One, is that we... Watch out! Assassins! Nell! Ich glaube, das ist unser männlicher Counterpart. She's a Bell Dragon! My brother and I both. In this world, fell dragons are born as twins. We severed ties with our father during the last war. We now fight against our misguided kin. I cannot transform, but that does not stop me from fighting at Nell's side. Bell Dragon twins. I suppose I simply assumed that you would already know what we were. It seems I was mistaken. If you will not aid us, you may leave. We will defend this world ourselves. No. I'll fight with you. I don't care about your heritage. If you truly want to protect this world, I'll be your ally. Naja, wir sind ja auch That's a Dämonendrache. relief. Now, let us march into battle together, just like the good old days. Show us your medal, Divine One. We shall see if you are truly the answer to our prayers. Na, dann wollen wir mal. Nach einem kurzen Verbindungsaufbau. Ihr wisst ja, wie das ist. Man muss dem Spiel erstmal sagen, dass man da ist, bevor man spielen darf. Wo kommen wir denn sonst dahin? Einsätze in der Dämonenwelt. In Schlachten in der Dämonenwelt haben deine Verbündeten vorbestimmte Klassen und Level. Die Items in ihrem Inventar sind ebenfalls vorgegeben. Du kannst sie aber wie gewohnt zwischen den Einheiten austauschen. Verbündete, die in der Schlacht fallen, kehren im Anschluss wieder zu dir zurück, unabhängig von der von dir ausgewählten Schwierigkeit. Also wie, hier, sag schnell, das Story-DLC in Free Houses, das war ja auch so. Gastverbündete. In der Dämonenwelt begegnen die einzigartige Verbündete, die dir in Schlachten als sogenannte Gastverbündete zur Seite stehen. Nil ist eine mächtige Dracheneinheit. Nil gilt an der Seite von Emblem als fähiger Unterstützer, ist am vorderster Front jedoch im Nachteil. Fallen Nell oder Nil im Kampf, gilt die Schlacht als verloren, setzt sie also mit Bedacht ein. Aber wir haben trotzdem unsere Leute. Wir können 2 von ihnen mitnehmen. Also damit sollten wir schon ziemlich safe sein. Wobei halt, der Nachteil ist halt, dass wir jetzt Ivys Gewitter nicht mehr ewig einsetzen können. Aber es sollte für unsere Zwecke reichen. So halt, das hier ist der Anfang. Wie schlimm kann es werden? Oh, wir spielen auch schwer. Ja gut, könnte ein bisschen schwieriger werden. Mal sehen. Vielleicht sollten wir da lieber Merrin mitnehmen. Oder ein Heiler. Ein Heiler wäre gut. Hortensia. Oh. Ich meine, als Healer können wir auch nehmen, aber ich glaube, Hortensia wäre als Heiler ganz gut. Wir können mit ihr heilen und halt wir können Byleth zum Tanz nutzen. Mal sehen, was hast du denn? Du hast einen dunklen Funken dabei. Angriff, der die Macht eines Dämonendrachensteins, oh Gott, halbiert gegnerische Verteidigung und Resistenz. Nett. Beschützerisch. Initiiert der Gegner den Kampf gegen Nil, erhält die Einheit Crit +10 für einen Zug.
Wow. Ich kann meine Begeisterung kaum im Zaun halten. Aber er ist auch ein Dämonenkind. Bluterbin. Oh, Entschuldigung, wie komme ich auf Erben? Jedenfalls, Bluterbin des Dämonendrachen kämpft mit einer Lanze und wechselt per Drachenschein zur Drachenform. Und dann haben wir hier Neil. Neil hat verletzter Stolz. Besiegt ein Verbündeter innerhalb von 2 Feldern einen Gegner, erhält die Einheit Crit plus 10 für einen Zug. Oh, wow. Merkt ihr das? Ich zittere. Du hast nur eine Axt, ne? Aber du bist trotzdem ein Drachencharakter, was ziemlich cool ist. Können wir dir Embleme geben? Können wir. Sehr gut. Das sollten wir nutzen. Tja, uns selber können wir ja nicht weggeben. Veronica! I'll fight for you. So, und du nimmst Tiki mit. Du bist ein Drache, also kriegst du Tiki. Ich glaube, wir können dir etwas Wertvolleres geben. Drachen können sich, glaube ich, bei der Drachenader alles aussuchen, ne? Wir geben dir Tiki. Tiki! I'll do my best. Weil wenn du in Drachengestalt rumläufst, solltest du ja sowieso ein bisschen tankiger sein. Und naja, da ist Tiki gar nicht mal so schlecht rum. Wir behalten Marv dabei. Und dir geben wir... Du hast einen recht hohen Magiewert. Also wir könnten dir theoretisch Soren geben. Machen wir. Soren! Come on. Dann können wir Lockvogel benutzen. Let's go. The enemy has most likely come for the bracelet of the Shepherd Exalt. We must stop them here, before they can reach its location. Tja, wir hätten Crow mitnehmen sollen, das wäre witzig gewesen. So, wen haben wir hier? Jemand, der Tiki dabei hat. Tja, wir haben Tiki auch dabei. Mag die Musik. So, dann schauen wir uns mal, was wir hier haben. Wir haben hier sehr viele Wölfe. Aber, sofern die keinen magischen Schaden machen, haben wir nur physische Einheiten. Oh, hier ist ein Magier. Der hat ein Elfenlicht. Markieren wir mal. What's our move? So, ich hätte die hier ganz gerne weg. Die stehen hier direkt davor. Das mag ich so gar nicht. I'll do my best. Tja, wir können die halt leider auch nicht doppeln. Give me a task. Wir können hier erstmal dicht machen. Das wäre doch eine Idee. So, dann kommt hier schon mal keiner durch. Happily! Emblem, engage! So, und dann sorgen wir hier mal für ein bisschen Emblem-Action. Schade, dass die ein bisschen zu dicht auseinanderstehen. Aber wir können die mit Gewitter schon mal vorschwächen. Weil dann können wir hier auch gleich mit Kataklysmus draufgehen. Oder wir machen einfach den hier. Einfach. So, jetzt müssten die zwei hier garantiert auf Alfred gehen. Wollte ich meinen. Nicht, dass sie halt daran vorbeikommen. Können wir dich hier hinstellen? Ja, du kriegst tatsächlich einen Boost, wenn du deinen Drachen, also deinen dunklen Funken da benutzt. Emblem, engage. So. Und du kommst aber raus. I can handle it. Du kannst Alfred heilen, dass er wieder Full Life ist. What a pick-me-up! Ist ja blöd, dass er die Stahllanze ausgerüstet hat, aber es sollte für die eigentlich egal sein. Kommt der Elder vorbei? Ach, er kann das so drum rumrennen. Stellen wir uns einfach dahin. Ich meine, was wollen sie machen? Cute, right? But
Watch out. Those fangs will really leave a mark. Au. Tja, flinke Riposte klärt für uns. Wir sind zu langsam, um sie zu doppeln. Pech gehabt. So, jetzt wo Flexibilität an ist, machen wir auch keinen Schaden mehr. Oh, da haben wir bei 78 daneben gehauen. Schade. Farewell. I'm not alone anymore. You can lift the Fang's curse with my Restore Staff. Give it to someone who can use it. Verfluchte Reißzähne. Der Biss eines verzerrten Wolfes belegt das Opfer des Angriffs mit dem Statuseffekt Verfluchte Reißzähne. Jeder Angriff mit Verfluchte Reißzähne reduziert die maximalen KP der betroffenen Einheit um 5. Dieser Effekt addiert sich mit jedem Treffer und hält für den Rest der Schlacht an, es sei denn, man entfernt ihn mit einem Erneuerungsstab. Alfred, geht's dir gut? Naja, minus 5 KP zu haben, ist halt schon blöd. Auf der anderen Seite, wen juckt's, wenn man halt überhaupt keinen Schaden nimmt? Tja, das reicht wieder nicht ganz. Können wir uns darum kümmern? Perfekt, kümmern wir uns drum. I had to stop you. Tja, dann sollten wir sehen, dass wir die aus der Entfernung kaputt machen, wa? Ja, wir hätten vielleicht Ivy zum Lasern mitnehmen sollen. Also, du kümmerst dich mal um den. Also, halt, du, baitest den. So, du bist theoretisch full life. Wir müssen nur mal kurz den Erneuerungsstab nehmen. Irgendwie komisch, dass er einen Erneuerungsstab dabei hat, aber ihn nicht einsetzen kann. So halt, was sollte man jetzt machen, wenn man jetzt keinen Stab einsetzen kann, wenn man keinen Stab-User mitgenommen hat? Na, du bist trotzdem wieder full life. Sammeln wir die Sachen hier mal ein. Ja. Tja, leider kein Crit. Wir hätten Diamant mitnehmen sollen mit seinen Wahnsinns-KP. Das wäre dem doch egal gewesen, wenn ich mal so 5 abhanden kommt. So halt mit Tikis zusammen hat er ja irgendwie 80. So halt. Das dauert eine Weile, bis sie da irgendwie in einen Bereich kommen, der für ihn irgendwie gefährlich ist. I'm getting sleepy. So. Kommt Hortensia daran, kann ihn besiegen? Kann sie, perfekt. Or Illusia. So, der kommt an Nel ran. Gott, ich werde die wahrscheinlich 10.000 Mal verwechseln, weil die so ähnlich heißen. So, der kommt daran, er aber nicht. Gut, das heißt, wir könnten uns theoretisch dahin stellen. 1, 2, 3, 4. Na gut, er hier muss dann ja auch auf Alfred gehen, wenn wir den hier stellen sollten. Zählen die eigentlich als berittene Einheiten oder sind die einfach nur Verzerrte? Die sind einfach nur verzerrt, naja. Eigentlich sollten die als berittene oder als Kavallerie zählen. Was soll's. Hey, der Speer hat seine Dingsens verloren. Seine Gravur. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ich meine halt, dann können wir ein bisschen weiter vorrücken. Ist auch nicht schlecht. Weil ich eigentlich gleich den hier machen wollte.
So. Also hätten wir uns das eigentlich sparen können. Können wir mal ein bisschen vorrücken. Tja, unsere Trefferrate ist mit dem Schwert leider nicht die beste. Für ihn hat es aber gereicht. Ich meine, das Gute ist halt dadurch, dass es hier keine EP gibt und die Level und so alle fix sind, muss ich mir darum keine Gedanken machen, dass wir irgendwie in irgendeiner Form jemanden bevorzugen, weil das eh egal ist. Oh, die hat gar nicht so viel KP, ne? Oh, hübsch. Hat mir sehr gefallen, der Angriff. Okay, wir sollten was gegen die hier tun. Emblem engage. Können wir denn was gegen die tun? Theoretisch ja. Können wir auch sowas gegen die tun? Na, das reicht nicht ganz. Dann nehmen wir den so raus. Dann hat sich das hier wenigstens erledigt. Fate has brought us here. Cannot afford to lose. Aber was ich halt ganz cool finde, ist halt, dass diese Wölfe mit ihren Reißzähnen auf jeden Fall die KP reduzieren. Wir können uns nicht einfach hinter einem Tank verstecken, weil halt die KP von dem Tank immer weiter runtergehen, egal ob die Wölfe Schaden machen oder nicht. Das ist halt schon irgendwie ganz cool. Wir können mal kurz den hier machen. Oh, ich will... Ach ja, wir haben keine... So. Können wir kurz unseren Angriff hochnehmen. So, dann darfst du mal kurz tanzen. Wobei, theoretisch, warte mal. Wir können das besser. Du stellst dich mal kurz dahin. Please, lend me your strength. Macht der Soren doch gerne. Er ist so ein richtiger Stärkeleier. Ich hasse dich. Aber ich glaube, über 46 kommen wir nicht, ne? Wir können den Bogenschütze angreifen. Der hatte, glaube ich, eine niedrigere Ausweichquote. Emblem, engage. Naja, so sehr viel höher ist das jetzt auch nicht. Du bist nicht sehr gut im Treffen, kann das sein? Aber vielleicht reicht 55 für Treffer. Nevermind. Naja, er hat ja noch einen Versuch. Na, wobei nicht, weil A little help, please. der soll gleich Lockvogel einsetzen. No hesitation. Sonst hat Hortensia damit da gleich ein großes Problem. So. Stell du dich mal dahin. So, wir wollen hier für die Akkuratesse gehen. Dann sollten wir vielleicht lieber das Grünschwert benutzen. Das ist ein Schwert, also halt Schwerter sind für gewöhnlich immer ein bisschen zuverlässiger. Na gut, das hat nur 99. Aber jetzt wäre hier die Waffe der Wahl. Eins, zwei. Genau, 3. Oh, warte, wenn der da rankommt, dann sollten wir lieber eine Waffe ausrüsten mit dem Auge. Na, wobei, der Schütz ist jetzt nicht so wichtig. So, hier. Erfahren. Du kannst mal kurz die Leiste wieder auffüllen. Wenn du schon mal da stehst. Oh.
You're not going anywhere. Ach, er hat dem Wolf It won't einen be Stein easy gegeben. beating that one. Not with my emblem's power protecting it. We'll have to Einfach fight our way weggehauen. You didn't stand a chance. Na, der wird uns treffen. So, dann kümmern wir uns mal um den. Um das Ihmchen hier. Oh, wow. I live to fight again. So, damit hätten wir hier aufgeräumt. Jetzt müssen wir uns nur noch um die hier kümmern. Der Bogenschütze ist mir ein bisschen ein Dorn im Auge. Okay, das ist der mit dem Erweckungsstein. We'll have to fight our way through. So. Den hätten wir. Mach mal kurz hier mit der Erneuerung gehen. KP wieder voll. Die Typen sind echt nervig. Aber wenigstens sind das nur Nahkämpfer. Das heißt, wir können die mit einer Nahkampfwaffe easy auseinandernehmen. Okay, wir sind genau 3 hier. Das passt perfekt. Und so, du kommst auch mal rüber. Hand over the bracelet. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass er zuerst angreift, weil der kann nicht sterben. Das werden wir gleich zurückspulen müssen. Das kann er nicht überleben. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen unlucky gewesen. Wer hätte gedacht, dass er gleich zuerst losgeht? Das müssen wir ein bisschen schlauer machen. So, wie weit kommst du? So weit. Das heißt, er kann sich hier auf jeden Fall hinstellen. Wir müssen dann das Feld hier offen halten, dass die da reinrennen. So stehen wir ein bisschen besser. Und du kannst auch hier die KP wieder voll machen. What a pick-me-up! Leute, an sich ist das ja trotzdem egal. A dream. Und du stellst dich hier in just in case. Ich meine, ein Angriff von diesen Wölfen überlebt er ja. Diesmal haben wir sogar beide Schläge getroffen. Gut für uns. So, der hat einen Stein weg. Und das überlebt er ja. Es sei denn, der krittet jetzt mit 2%. Tja, wir kommen leider für den Endkampf da nicht mehr ran. Wir könnten uns hier hinstellen. Aber die können halt einfach um uns herumrennen.
Hortensia, greif du mal zuerst an. Der Elfendonner macht nach wie vor den meisten Schaden. Don't mess with the princess! Oder so. Stay focused! Tja, den kannst du leider nicht besiegen. It's okay. Tja, du sagtest ja, du bist jetzt nicht so für die Frontlinie, ne? Weil du kannst ja einfach angreifen, das Kapitel beenden. Naja, wobei beenden jetzt nicht so unbedingt das Wort der Stunde ist. Du müsstest mit Amata treffen. Dann wäre der auf 4 runter. Dann ist das machbar. I'm impressed. Dafür reicht's. Naja, irgendwie auch nicht. So halb, wir machen ja keinen Schaden. Nein, nein. Ah, ich will nicht mit Gewitter angreifen. Ach, die haben keinen Elfendonner, ne? Wir haben nur Gewitter zum Angreifen. Kriegen wir mit Gewitterschaden hin? Nein, 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 ich will nicht den. Okay, aber mit einem bleibt er über. Können wir uns hier hinstellen? Da müsste sich doch unsere Fähigkeit aktivieren. Wir müssten mehr Schaden machen. So reicht's. So wird ein Schuh draus. Falls wir treffen. Dann machen wir das anders. Nimmt ihn! Just in case. May the divine dragon protect you. Thank you. Jetzt ist er nicht nur full life, er kann auch einmal sterben, weil jetzt hat er so einen Erweckungsstein. Und das macht die ganze Sache für uns ein bisschen einfacher. You didn't stand a chance. Also ich denke, ich weiß, wer unter der Kapuze ist, aber ich verrate nichts. So, es gibt sicherlich Leute, die die Trailer noch nicht geguckt haben. Und ich hatte recht. Die DLC-Armbänder, die wir bekommen haben, sind tatsächlich die Armbänder aus dieser Welt, nur quasi aus einer anderen Welt. So, es sind halt auch Armbänder, aber nicht die Armbänder von hier. So, er hat halt Tiki. Naja, wenigstens reicht es, dass wir ihm den Gnadenschluss geben können. Are you the divine dragon? Yes. And I'll be taking back that bracelet now. Now that was fun. You won. This time. Heißt das, wir haben jetzt 2 Tikis? Yeah, da fühle ich uns. Aber es wird wahrscheinlich nicht so sein. Wir werden wahrscheinlich die Embleme dieser Welt nicht nutzen können. They got away. I was hoping we would finally learn their identity. At least we got back the bracelet they were carrying. That's... The bracelet of the ancestor.
It seems different since we last laid eyes on it. Maybe this emblem can tell us about their time in enemy hands. I'll summon them again so we can talk. Mal gucken, ob's funktioniert. Huh? That's strange. What? The invocation isn't coming to me. Perhaps it's because I'm in a new world? But that's no good. Summoning emblems is what a divine dragon does. Divine dragon? I'm Tiki. Are you a divine dragon like me? Well, Impossible! Emblems in this state shouldn't be able to speak. hello, Emblem Tiki. I might be able to summon you again, but your invocation isn't coming to me. Do you know it? I don't know anything about an invocation. My head feels fuzzy. It hurts. Please, don't make me fight anymore. I don't like hurting people. You need not act against your will. Allow me to return you to peaceful slumber. You can do that? I can indeed. But I am unfamiliar with this summoning power of which you speak. The divine dragon of this world was able to cleanse fallen emblems. It would seem that you cannot do the same. So I will send Emblem Tiki to rest. In slumber, she will be safe from those who would exploit her power. No longer will she be compelled to fight. You might say we are containing her power in the bracelet. Sadly, since we lack the ability to awaken emblems, she cannot aid us any further. It sounds like our only option right now. Please, go ahead. Whatever benefits there might be to keeping her awake, I won't force her to fight. Tiki, I hope we'll meet again someday. I'd like that. When we do, let's play together lots, okay? Absolutely. Farewell, Emblem Tiki. Sweet dreams. Night, night. Now, so long as we keep her away from the enemy, she will be able to rest. Thank you, Nell. We place our emblems into slumber as a matter of course, to prevent their exploitation. Emblem Tiki was thus asleep when she was taken, but she returned to us awake. Our foe must therefore possess the power to awaken emblems. Only divine and fell dragons can control them in that way. There are no divine dragons left in this world, so that means our enemy is a fell dragon. One of our siblings, in other words. If it's a sibling of yours, then do you have any idea who it could be? We have many brothers and sisters, but we're not acquainted with all of them. Many died in the most recent war. There is no telling which of them survived. The power to control emblems is rare. If we knew the culprit, we would surely recall. Perhaps this child was born after we left Sombron, or developed this power late. Dragon powers are unpredictable. I cannot transform myself or control emblems at all. Sombron deemed me a failure. If I had stayed with him, I would probably be dead by now. How awful. I managed to survive only because Nell took me with her when she left. It angers me to think that our siblings could be behind this. To be given that kind of power, only to use it for evil. What a waste. Nil. Sorry. It's not my intention to poison the mood. So, Divine One, our objective is to put an end to the ambitions of Sombron's mysterious heir. Since we are fighting to return the emblems to slumber, they will not be able to help us. Knowing this, it is your choice whether or not to join our cause. What say you? Yes, I'll help. Splendid! It is such a comfort to have you on our side. Isn't it, Nell? After what I saw in that battle, I must agree. But I will remain unsettled by the necessity of fighting alongside this dead dragon. Oh, I unsettle you, do I? Please, there is no need to quarrel.
Why don't the two of you shake hands and agree to be friends from now on? I decline. Then I guess I'll pass too. You could at least try to get along. Before we depart the castle, Nil, we should say our farewells. Oh, agreed. I didn't know anyone else was in the castle. Is it a person I know? You are welcome to come find out. But what you see may upset you. Na, da bin ich aber gespannt. It looks to be a monument of some kind. This is the resting place of the Divine Dragon. Your grave. I did warn you. We will be just a moment, Divine One. You can go back if you like. Actually, do you mind if I say something? I'd like to speak to my other self, who lived here with you. Das ist ein wunderschöner Hintergrund. I think that would be a lovely gesture. Visiting my own gravestone. Not something I ever thought I'd do. I can see why Nell is unsettled by this situation. I promise to fulfill your role and protect those important to you as best I can. And with that, my reflection, goodbye. Why can't I turn into a dragon like you and Father? There. You may someday. I'm a failure. I'm weak. No, Nell. You are strong. Surely you will be able to transform eventually. When? Not even Father can say for sure. Ob das nochmal ein Plotpoint wird, dass er sich verwandelt? Hold on to this. Your Dragonstone? But you won't be able to transform without it. I can if you carry it for me. And I know you will always be by my side. We are two halves of a whole, Nell. This power is ours to share. Our power. Speichern. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Oh wow, hier gibt es sogar eine eigene Weltkarte. Wer hätte das gedacht? Cool, gefällt mir. Weltkarte, Dämonenwelt. Die Dämonenwelt verfügt über ihre ganz eigene Weltkarte, die du im Verlauf der Handlung erkundest. Mit Hilfe des Weltkartenmenüs kannst du zum Somniel oder zu der Weltkarte der Hauptstory zurückkehren. In Gebieten, die du bereits abgeschlossen hast, erscheinen außerdem von Zeit zu Zeit Gefechte, die du bestreiten kannst. Wie ist denn das in diesen Gefechten? Hat man da dann sein Level und seine Ausrüstung? Interessant. Inventar, wen haben wir denn alles dabei? Unsere Leute, okay. Da sieht es ja aus, als hätten sich Nell und Nil wieder aus dem Staub gemacht. Tja, sie wissen nicht, was für einen Spaß sie hier bei uns verpassen. Wir sind als richtige Partylöwen bekannt. Hier haben wir auch wieder unsere Standardklassen. Aber so halt, das Inventar hatten sie halt schon dabei, was sie hatten, nur halt nicht geupgradet. Also halt hier die Stahllanze und den Speer hatte er ja trotzdem dabei und den Rittertod. Dem fehlte halt der Panzerbrecher und das Silberschwert. Und halt, wie gesagt, die Upgrades fehlten halt. Und bei uns hier fehlten auch die Upgrades. Und, beziehungsweise hier, der Tomahawk und Panzerbrecher fehlte. Wille Glanz kriegt man ja Story später, also durch die Story erst, so halt. Deswegen hatten wir es wahrscheinlich nicht dabei. Und das Donnerschwert, who knows? Hab ich's vermisst? Nö. Unsere Magie ist eh zu gering. Ich würde jetzt sagen, komm, lass in die Magie-Ritterklasse wechseln. Können wir das? Nur halt, rein theoretisch, wäre das machbar? Theoretisch ja, let's go. Würde unsere Geschwindigkeit halt cappen, aber hey. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Oh, mir gefällt der Zopf. Ja, ich glaube, da sehe ich uns. Jetzt wird niemand mehr über unser Donnerschwert lachen. Vielleicht über unser Äußeres, aber nicht mehr über unser Donnerschwert. Sehr gut.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine kurze Pause, sehen uns aber beim nächsten Mal wieder, dann geht's ins nächste Gefecht und dann gucken wir mal, was die Story weiterhin für uns bereithält. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.